Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das Tasmanian Tiger Small Combi Rig. Mini-Chest-Rigs sind jetzt keine neue Erfindung von Tasmanian Tiger. Viele Hersteller bieten das schon mehrere Jahre. Jetzt könnte man sagen, da hat Tasmanian Tiger ein bisschen gepennt. Aber dem ist nicht so, denn Tasmanian Tiger legt sehr, sehr viel Wert darauf, gründlich und ausführlich die Produkte zu testen und zu entwickeln und entsprechend auch zu schauen, was funktioniert bei anderen Herstellern, wo tun die noch vielleicht noch Zubehör dazu packen, was man extra kaufen muss und packt das dann alles in ein Package. Und genau das haben sie hier mit dem Small Combi Rig gemacht. Wir haben hier ein wirklich umfangreiches Paket. Das wird ein langes Video, stellt euch schon mal drauf ein. Aber wir fangen mal mit den Basics an, nämlich mit der eigentlichen Chest Rig Plattform. Die eigentliche Plattform ist für 3 Magazine für Langwaffen gedacht. Ihr habt hier auf der Front Lasercut-Molle, um zusätzliche Magazintaschen anbringen zu können. Und hier ein Einschub für 3 verschiedene Magazine. Ihr seht es jetzt auch schon, weil ich gesagt habe, verschiedene Magazine. Ich habe hier einmal G36, einmal AK Magpul, einmal AK Stahl. Das Ganze wird mit Bungees gehalten. Da seht ihr auch übrigens bei den Bungees, wir haben hier einen Pull-Tab aus Laminat, dass man entweder ganz normal hier, wie man das auch kennt, über die Front packen kann oder aber auch über Ecke. Ja? Das heißt, dann brauche ich nur das ganz minimal zur Seite zu ziehen. Ne? Dann hat man nicht so einen weiten Weg, um die Magazine entsprechend zu entnehmen. G36 passt. Ungecleant. AK Magpul hatte ich ja schon gesagt, passt auch. Und AK Stahl auch, das ist ein bisschen hakelig, aber es passt auch auf jeden Fall. Jetzt würde man meinen, okay, das sind alles ziemlich große Magazine, so ein AR-15 Magazin. Das ist jetzt da ziemlich locker drin. Ist auch locker. Aber, Freunde, das sage ich, wenn TT was macht, dann machen die es richtig. Die haben das hier nämlich so designt, dass man für verschiedene Plattformen auch verschiedene Einsätze braucht und die sind gleich alle mit dabei. Das hier waren nämlich jetzt erstmal nur ganz simple Trennwände. Davon habt ihr entsprechend 1, 2 und dann nochmal hier 2. Die nehme ich jetzt alle raus. Und jetzt habe ich gar nichts drin, offensichtlich. Dann habt ihr mit dabei in diesem kleinen Pouch hier unten, was ich gleich noch erkläre, das ist nämlich eure Zubehör-Fundgrube, sage ich mal. Da drin befinden sich einmal Inserts für AR-15 Magazine oder AR-15 Typ Magazine, Steyr-AUG zum Beispiel würde da auch passen. Und dann haben wir noch mit dabei, habe ich jetzt schon rausgeholt, für Kurzwaffenmagazine, MP7, MP5 oder halt natürlich für die Pistole. Alles gleich mit dabei. Ebenfalls mit dabei, ganz wichtig, wenn ihr die Sachen nämlich rausgebaut habt, offensichtlich glättet sich hier das Ganze direkt zusammen. Das will ich nicht und deswegen habe ich hier auch nochmal ein Stück Klett mit dabei, das ich hier vorne reinsetzen kann. Hier habe ich jetzt den Klett einmal eingesetzt, damit ihr seht, da ist auch massiv Platz, um zum Beispiel ein Fernglas reinzupacken oder sonstige Ausrüstung, ohne dass es hier aneinander kletten kann und auch lautlos ist. Wenn ihr die Bungees entfernen wollt, wäre das auch möglich. Die haben hier hinten einmal einen Kordelstopper, um das entsprechend verstellen zu können. Könnt ihr komplett abnehmen, dann sieht das so aus wie hier am Plattenträger. Dazu kommen wir auch gleich. Wir hatten ja eben das Chest Rig für G36 oder AK-Magazine umgebaut. Jetzt bauen wir es einmal auf AR-15 um. Dazu habt ihr hier dieses Triple-Insert. Am einfachsten geht es entweder, wenn ihr mit Papierstreifen den Klett neutralisiert, um das dann einschieben zu können. Oder den Trick gebe ich euch mal mit. Wenn ihr einfach hier das Ganze einmal zusammenfaltet, dass das mittlere Modul vorne ist, dann setzt ihr das einfach ein. Könnt das hier in der Mitte einmal fixieren. Und dann braucht ihr nur nach rechts und nach links auszufahren das Ganze. So. Und damit ist es jetzt nur vorne fixiert. Jetzt brauche ich es nur noch hinten festdrücken. Einmal zack, zack, zack. Und schon ist es drin. Den Rest kann ich jetzt nochmal nachjustieren, wenn ich Magazine eingeführt habe, um einfach dann zu gucken, wie das denn so passt. Aber ich glaube, das passt schon so relativ gut. Gucken wir mal, wie es aussieht. 2 und Nummer 3. Jawohl, hervorragend. Und somit habt ihr hier, na, das sieht noch nicht so schön aus hier vorne, kann man noch mal
der Optik halber nachjustieren. Das Auge schießt ja mit. So ist das schon besser. Genau, da habt ihr das ganze System blitzschnell auf AR15 umgebaut. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist ein Chest-Rig. Momentan sprechen wir nur von diesem Mac-Panel hier. Ja? Das ist natürlich eine Einsatzmöglichkeit als Mac-Panel, wie hier an dem Plattenträger zu sehen. Da könnt ihr einfach die Buckles an der Seite abnehmen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und dann entsprechend hier mit einem Adapter-Buckel das ganze System am Plattenträger anbringen. Und das ist natürlich eine coole Sache, weil ihr das relativ fix dann hier umbauen könnt. Also sprich, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt mal von einem Kaliber aufs andere wechseln, wollt nicht die Inserts wechseln, sondern dann holt ihr euch einfach 2, 3 von diesen Chest-Rig-Modulen und könnt dann entsprechend einfach immer diese Module, so wie sie sind, komplett hier ansetzen auf dem Plattenträger. Jetzt habe ich es ein bisschen zu weit unten festgemacht. So. Zack. Und damit habt ihr hier eine Plattform für den Plattenträger. Das Chest-Rig selbst trägt sich mit einem H-Harness. Da habt ihr hier Schulterträger, die ordentlich gepolstert sind. Da habt ihr nochmal zusätzlich die Möglichkeit, mit Laser-Cut-Molle Dinge zu befestigen. Auf der Rückseite auch ganz klassisch in H-Form, wird einmal oben am Chest-Rig befestigt und einmal noch mit einem Bauchgurt. Als nächstes habt ihr als Zubehör unten drunter noch eine Dengler-Pouch, so nennt man die, glaube ich ungefähr. Wurde ursprünglich mal, ich glaube Ferro Concepts waren die ersten, die mit sowas um die Ecke kamen. Seitdem machen es eigentlich alle und TT hat das auch gemacht. Das ist das Einzige, wo ich sage jetzt hier, ist vielleicht ein bisschen klein geworden. Die hätte man ein bisschen größer machen können. Das ist das einzige Kritikpunkt, den ich da habe. Sonst ist es natürlich toll, dass gleich eine mit dabei ist. Aber wie gesagt, da könnt ihr ja auch auf andere Hersteller oder Module wechseln, wenn ihr das denn wollt. Diese Dengler Pouch hier ist ganz simpel, ohne weitere Unterteilung, kein Klett für Organisation, ein doppelläufiger YKK-Zipper, zusätzlich hier an den Seiten nochmal Laschen, um was aufzuhängen, und auf der Unterseite habt ihr nochmal ein TQ-Fach, sage ich mal, könnt ihr aber auch andere Gegenstände reinpacken. Das ist hier auch sehr schön gelöst, dass es nicht nur Schockkord ist, sondern eben auch nochmal mit einem Elastikband das Ganze schützt. Das heißt, das Tourniquet ist relativ gut auch gegen Dreck und UV geschützt. Kann dann einfach hier von der einen Seite gezogen werden, wenn ihr es braucht. Und das kann man natürlich auch eng anlegen, wenn ihr das denn nicht haben wollt. Apropos nicht haben. Könnt ja auch sein, dass ihr sagt, ich will dieses ganze Modul gar nicht benutzen. Dazu reißt ihr einfach auf der Rückseite die komplette Klettflappe ab. Und dann könnt ihr da diese Pouch lösen. Jetzt sieht man nämlich auch mal schön die Rückseite, denn da ist auch noch mal was untergebracht, nämlich 6 elastische Schlaufen für Knicklichter. Da können natürlich auch Stifte oder sonstige Gegenstände untergebracht werden. Und das ganze System geht auch genauso an den Plattenträger, an den Rucksack, wo auch immer ihr euch das vorstellt, kann man dieses Modul natürlich auch unabhängig vom Chest-Rig nutzen. Viel Zeug, was da geht, ne? Wahnsinn. So, noch ein Feature, was gleich mit dabei ist, sind die Seitenflügel hier. Die könnt ihr komplett abbauen, ne? Ich habe ja euch ja vorhin auch schon erklärt, diese Fastex-Verschlüsse hier, die lassen sich ja komplett entfernen. Das heißt, da muss ich einmal durchfädeln und dann kann ich hier entsprechend die Seitenflügel abmachen. Wozu brauche ich diese Seitenflügel? Ihr seht es ja schon, das bietet euch einfach nochmal 2 Reihen Molle auf jeder Seite, wo ihr Magazintaschen oder Utility Pouches oder sonst was anbringen könntet. Bietet sich zum Beispiel an die Digi-Pouch von TT, die könnte man jetzt hier mit Molle hier vorne dran bauen, aber auch von innen natürlich, ja, weil wir ja Lasercut auf beiden Seiten haben. Oder, was auch geht, ist, ihr habt ja hier auf der Seite ein Klett. Ganz neu sind nämlich auch hier die Medic Collector Pouches. Und ich weiß nicht, ob das die Entwickler so gedacht haben, weil ich finde es voll geil. Wenn man hier diese Medic Collector Pouch innen reinbaut, hat man einfach nochmal eine schöne elastische Einschubtasche, wo ich nochmal Ausrüstung unterbringen kann. Zweckentfremden, immer geil. So, dann bauen wir einmal die Flügel kurz ab, dass ihr das Chest-Rig einmal ohne seht.
Dazu einfach hier auch den Klett auf der Rückseite einmal lösen, dann wieder anlegen und jetzt habt ihr die Flappe hier schon lose, brauche ich nur noch die Fastex-Verschlüsse einmal lösen und dann kann ich hier aus den Schlaufen raus. Das ist ganz wichtig, dass die eingeschlauft werden, sonst passiert nämlich Folgendes, wenn ihr hier eine Tasche dran habt, wird es nach unten reißen und dadurch, dass es hier nochmal gehalten wird, hat es eine gewisse Stütze. So, und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo man die Fastex-Verschlüsse lösen kann. Da ist Tasmanian Tiger den folgenden Weg gegangen. Sie haben hier so Repair Buckles, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, aber die sind echt cool, weil die haben einen Verschluss. Das heißt, ihr drückt hier vorne einfach rein und zieht es dann nach hinten weg. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man das hier nicht zu sich selbst macht, sondern zur Kamera hin machen muss. Also es geht einfacher, als es hier aussieht auf jeden Fall. So, dann kann man das lösen. Und genau so drückt man es auch wieder zusammen. Ist ein bisschen schwierig, wenn man es nicht anguckt und das für die Kamera macht, aber eigentlich ist es so, man drückt hier oben das Ganze rein und dann tut man das Hauptteil nach hinten. So. Und damit löst sich dann entsprechend auch diese Vorrichtung. Die könnt ihr entfernen, müsst ihr aber nicht. Das ist einfach nur Ästhetik, ja, weil natürlich kann man auch mit den offenen Buckles das Ding hier an den Plattenträger dran ballern. Ja. Aber so sieht es natürlich viel, viel schöner aus. Und deswegen finde ich es gut, dass man die auch komplett entfernen kann. Wir machen es jetzt wieder dran, weil wir haben ja hier schon ein Modul so und das hier lassen wir jetzt genauso, wie es ist. Jetzt haben wir noch eine Sache nicht gezeigt, nämlich, ihr fragt euch vielleicht, was das Baby hier vorne macht, denn das ist auch ein neues Produkt, der Gunners Pack, mit eines der geilsten Produkte 2021, wie ich finde. Und natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, das Chest-Rig mit dem Gunners Pack zu verbinden. Wir haben hier die Möglichkeit, ihn natürlich ganz normal, regulär mit Schulterträgern zu tragen, was ich auch immer empfehlen würde, weil ich einfach finde, wenn man einen Chest-Rig trägt und den Rucksack dann mit Trägern oben drüber trägt, ist es immer einfacher loszuwerden als irgendwelche Bastellösungen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, den trotzdem hier zu integrieren. Da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, indem ich die Schulterträger entfernt habe und hier die mitgelieferten Straps montiert habe. Da müsst ihr nur den Tree Glide hier oben in diese Halterung dafür reinsetzen und das gleiche macht ihr auch hier am Chest Rig. Da habt ihr das Gegenstück, Tree Glide einmal durch Lasercut durch und dann hier den Tree Glide hinten fixiert und damit hättet ihr hier die Möglichkeit, das Ganze dann so zu tragen. Ich zeige euch das gleich nochmal am Mann, wie es aussieht, nur schon mal zur Montage. Jetzt auf der anderen Seite habe ich auch die Seite schon vorbereitet und hier kommt jetzt noch ein neuer Verschluss zum Einsatz, der ist auch mit dabei. Den könntet ihr einfach hier durchschieben. Das heißt, ihr habt eine Molleschlaufe, schiebt da diesen langen schwarzen Streifen durch. Dann hebt ihr einmal, oh, jetzt bin ich wieder rausgerutscht. Dann hebt ihr einmal den Verschluss hier an, wenn ihr mit dem schwarzen durch seid, damit diese Nase, die da noch zu finden ist, da drüber passt. So, das ist ein bisschen fummelig und blöd zu zeigen. So, also man muss hier quasi diese Nase anheben, dann rutscht das Ganze da drüber und jetzt bin ich durch und jetzt kann ich das Ganze einmal festdrücken. Das gibt einen ekligen Knack und dann habe ich hier dieses schwarze Gurtband. Das schiebe ich hier wieder hinten dran, hinter die Lasercut-Schlaufe, damit das auch ordentlich aussieht. Und damit habe ich jetzt hier auch für diese Seite eine Möglichkeit geschaffen, um den Pack zu tragen. Und jetzt lege ich das einmal an, damit ihr es am Mann seht. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, natürlich muss man auch unten am Rucksackgurt die Gurte entsprechend einmal anpassen, damit die hier ans Chest-Rig passen. Auch dafür sind entsprechend die Straps mit dabei. Jetzt habe ich das Chest-Rig an und habe den regulären Bauchgurt vom Chest-Rig entfernt. Das heißt, jetzt wird das Chest-Rig hier mit dem Rucksack verbunden, sitzt sehr gut und kann natürlich auch schnell abgeworfen werden. Ja? Da ist jetzt nur der Nachteil, wenn ich jetzt hier das mit der Bauchgurtlösung mache, dann ist natürlich das Chest-Rig unten nicht mehr fixiert. Ja? Es ist jetzt nur noch über die oberen Straps fixiert. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, indem man hier einfach hergeht und da entsprechend mit einem Adapter arbeitet. Wenn ich jetzt hier einfach diesen neuen Verschluss hier dran mache, kann ich den hier lose einführen. Könnt jetzt hier noch mit einem Tree Glide oder mit was Ähnlichem arbeiten, damit das hier nicht verrutscht. Und dann kann ich den hier einhängen und dann hätte ich auch das Chest-Rig ganz normal mit dem Bauchgurt verbunden und kann den Rucksack abwerfen. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Eines steht fest,
hier ist nichts vergessen worden. Ist unmöglich bei diesem ganzen Zubehör. Ihr habt einen Chest-Rig, ihr habt einen Dengler-Pouch, ihr habt Flügel nochmal, um zusätzliche Module anzubringen. Und ihr könnt so gut wie alle Magazine hier mit den verschiedenen Inserts in dieses Chest-Rig einbringen. Und ihr könnt es am Plattenträger montieren und ihr könnt es mit einem Rucksack kombinieren. Was fehlt? Ich sage euch, es fehlt nichts. An alles gedacht. Und wenn ihr den Preis seht, werdet ihr sagen, never ever. Ich glaube es nicht, dass das alles in diesem Preis mit drin ist. Also alles richtig gemacht in diesem Fall. Kann man nur so empfehlen. Das CT Small Kombi Chest Rig gibt es überall dort, wo man Tasmanian Tiger Produkte kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Ja, ob ihr es schon nutzt, kann ich jetzt schlecht fragen, weil das ist ja ganz neu. Aber ich denke, ihr werdet es bald nutzen. Ihr werdet sehr happy damit sein. Wir haben es jetzt schon einen Moment im Einsatz und haben da auch schon mit gearbeitet und müssen sagen, das funktioniert alles so, wie es sich der Hersteller gedacht hat. Können wir echt nur empfehlen. Wenn ihr noch Fragen zum Chest Rig habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, Abo, Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Jetzt könnt ihr das schwarze Gurtband dann auch hinten dran schieben, dass es schön sauber verstaut ist und ordentlich aussieht. Und jetzt anstelle des Trigleits hier macht ihr das ab und habt 2 Weibchen. Wunderbar, wie das funktioniert. Markus, das muss funktionieren. Tut's ja auch, man muss es nur entsprechend vorbereiten. Das Schöne ist ja, es ist ja alles dabei. Für die Gegenseite habt ihr ja hier auf der einen Seite das Trigleit gehabt und hier wäre jetzt auch ein Weibchen gewesen, ne, wenn man das hier trennt entsprechend. Seht ihr ja? Die wollen mich wohl verarschen. Guck mal, die verarschen mich. Die verarschen mich. Da ist es richtig. Wieso ist es denn da andersrum? Was soll denn das? Ah, oh Mann, ich bin der Idiot, nicht TT ist der Idiot. Ich bin der Idiot. Man muss natürlich gucken, wie man das hier festmacht. Es ist ja genau spiegelgleich. Du hast auf jeder Seite ein Trigleit und hast ein Weibchen und ein Männchen. Okay, alles klar. Wie kommen wir da wieder raus aus der Nummer jetzt, dass man das vernünftig schneiden kann?